28 Angler. Die Zeichen stehen auf Go, Alter. 9 Nationen. Mamma mia. 4 Finaltickets. Yes. 3 Zielfische. Oh mein Gott, ist das geil. Ein Finale an einem unbekannten Ort. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2025 wird präsentiert von Shimano. Closer to nature, closer to people. Hearty Wise, feel the difference. Und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe YPC-Zuschauer und herzlich willkommen zur zweiten Hälfte des ersten Angeltags in Gruppe C. Verglichen mit den Vorrundenergebnissen der Gruppen A und B, die bereits eine Woche zuvor geangelt hatten, fällt die allgemeine Bilanz hier bislang eher mager aus. Allein Anton und Enrico konnten schon reichlich Zanderpunkte sammeln. Für Fabi spricht immerhin ein besseres Exemplar. Der Rest konnte bisher nur kleinere bzw. Sven noch gar keine Fische aufs Board bringen. Für César gab's aber trotzdem Anlass zur Freude, denn nach der letztjährigen Nullnummer konnte er mit seinem 50er Zetti endlich seinen ersten YPC-Wertungsfisch einreichen. Zum Start der zweiten Tageshälfte scheint der zwischenzeitliche Optimismus allerdings weitestgehend verflogen. So guys, welcome back to YPC Bank 2025, second episode of Group C. C, like Cesar. But Cesar is not getting his best time, but yeah, I keep confident, man. It's like, yeah, morning was pretty, you saw that on the episode, was really, maybe now everything is changing and I do the remontada. So, have fun with this episode, guys. And wish me luck. Jetzt starten wir in die zweite Tageshälfte und machen Einfachstrecke. Haben uns gerade mal ein bisschen, habe ich mir den Kopf gemacht. Wir fischen die Zeit einfach am Fluss aus. Und hoffen, wenn es hier nicht reicht, noch auf einen größeren Barsch in meiner anderen Zone, in Zone 2. Auf einen größeren Hecht in Zone 2. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge YPC. In dieser Episode bin ich an einem Großgewässer unterwegs. Der Plan ist es jetzt, Hechte zu werfen mit Spinnerbaits, großen Gummis oder mit Chatterbaits. Das Wetter sieht ganz gut aus. Hoffen wir mal, dass hier was beißt. Yes! Oh, kennt ich das, der aus dem Training? Ich schwör's euch. Das ist genau der aus dem Training. Was da von meinen Schultern runterfällt, ey. Abfällt. Abfall. 77er Pike. Nicht der größte, den ich hier gefangen habe, aber das ist total egal, weil es ein wunderschöner Fisch ist. Und das ist genau der, den ich im Training hatte. Total verrückt. Ein Pike in der Karte ist besser als kein Pike in der Karte. Und das ist ein wunderschöner Fisch. Guckt euch den mal an. Wunderschöner Fisch. Ich glaube, der will auch. Yes. Let it rain, Mann! Da ist in der Tat einiges an Druck abgefallen. Auftakt nach Maß für Enrico, der nun einen Gang runterschalten kann. Nachdem der Hecht jetzt gekommen ist, muss ich sagen, bin ich auch ein bisschen erleichterter und fasse mal ein bisschen für euch diesen Spot hier zusammen. Das ist ein Spot, den ich auf der Karte gefunden habe, angeschlossen an ein Großgewässer. Hier gibt es eine Kante, die so auf 5 Meter runterfällt, und das ist in diesem Gewässerkomplex eigentlich recht selten, sowas vom Ufer zu finden. Und die Struktur auf der Karte war auch dementsprechend gut, sodass ich gedacht habe, das musst du dir mal angucken. Dann war ich das erste Mal hier und habe sofort einen Hecht gefangen, wovon ich glaube, dass das der gleiche war, den ich jetzt gerade gefangen habe, und einen knüppelharten Biss hier auf der Kante gehabt beim Jiggen, wo ich nicht sicher weiß, ob es ein Hecht oder ein Zander vielleicht sogar gewesen sein könnte. Und deswegen jigge ich hier auch. Dadurch, dass hier die Kante sich sehr lang weit reinstreckt,
sehr viel Struktur hat, also nicht so eine gerade Kante ist, sondern wirklich so zerklüftet, muss man hier wirklich eigentlich versuchen, jeden Meter vernünftig auszujiggen. Ja, nochmal kurz zu meiner Route, die ich hier hauptsächlich fische. Das ist ja die Muskie Black Arrow. Bis 220 Gramm Wurfgewicht, und das mag für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen überdimensioniert wirken jetzt für so einen kleinen Polder. Aber ihr seht ja, wir haben hier am Ufer extrem viele Seerosen, und sollte ich jetzt einen Hecht fangen, dann muss ich den relativ schnell ans Ufer bringen. Deswegen fische ich so eine schwere Route, und mit der richtigen Rolleneinstellung wirft man da auch relativ leichte Köder komplett easy über den Polder drüber oder über den kleinen Fluss hier. Also geht da ruhig eine Nummer stärker, lieber bisschen zu hart oder zu stark wie zu leicht. Das ist, glaube ich, ein Barsch. Es war auch kein Riese, aber es ist zumindest maßig. Jawohl, drin, sehr schön. Der Barsch, der heimtückische Barsch. Kleiner Speedchat, also Jiggen hat es jetzt gebracht. 9 cm, und wir schauen mal, was der hier auf die Scale bringt. Genau 30. Glatte 30 cm. Geht direkt wieder rein. Ja, es sind aber, das darf man noch mal nicht vergessen, 60 Punkte. Die nimmt man gerne. So, Gott, jetzt. Boah, also es ist kein einfaches Angeln heute. Ich freue mich aber dennoch, immerhin 3 Fische schon gefangen. Und es ist ziemlich genau die Hälfte des Angeltages, also die Hälfte der 8 Stunden um. Wenn ich jetzt noch in den restlichen 3 Stunden weitere 3 Fische fange und da ein Hecht dazwischen ist, dann wäre es ja schon eine Fullcard. Da ist er. Ich sag ja, das kann was werden. Das ist auch ein Hecht. Gemerkt, wie er sich gedreht hat. Kein großer Fisch, aber Flitzebogen. Ah, eine richtige Flöte, Leute. Also Maß hat er, aber der ist wirklich klein. Ja, 51er Pikey, richtiger Zappel-Philipp. Deswegen, siehst du, weggezappelt. Nichts gegen die Philips dieser Welt. Ja, wir geben nochmal schlummern, weil die Bahn war gut. Enrico snoost sich an die Tabellenspitze. Weil die erneute Zeitverlängerung dann aber doch ergebnislos bleibt, geht's nun offenbar woanders hin. Okay, das war's. Wir wechseln jetzt den Spot. Vielleicht auch das Gewässer. Muss mal auf die Karte gucken. Mein Wecker klingelt eh grad. Stopp. Und weiter geht's. Jetzt wechseln wir mal auf Chatterbait. Weil dadurch, dass ich hier im Wasser stehe, kann ich schön an der Uferkante entlang schmeißen. Und schön über dem Grünzeug fischen, was sich mittlerweile schon gebildet hat im Wasser. Seerosen, Pflanzen, um zu gucken, ob dort jemand sich versteckt und Hunger hat. Das mache ich jetzt noch 10-15 Minuten und dann gehe ich einfach 50 Meter weiter, und das machen wir jetzt quasi die ganze Zeit und hoffen, dass ich dadurch zu meinem gewünschten Barsch komme. Oder vielleicht ein größerer Hecht wäre geil. Es geht zum nächsten Spotwechsel. Ich bin hier mit dem Resultat, naja, nicht total unzufrieden. Erstens mal, auch wenn der leider zu klein gewesen ist, mein allererster Topwater-Fisch im YPC. Da bin ich voll stolz drauf. Andere machen sich da jetzt wahrscheinlich lustig drüber, aber mir egal. Und einen Barsch gefangen, der mir 60 Punkte gebracht hat. 3 Fische insgesamt in der Wertung. Also wie ich schon vorhin gesagt habe, ist es zäh. Aber ich mache weiter und deswegen ran ans nächste Gewässer.
Also Leute, mir ist jetzt erstmal ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Mein Kofferraum war die ganze Zeit offen. Während wir hier am Spot gewesen sind, ist natürlich nicht so praktisch. Alles noch drin. Essen, Angelzeug, Getränke, also kann weitergehen. Glück gehabt. Sollte man doch ab und zu mal, auch wenn man schnell an irgendeinen Spot will, noch mal einen Blick nach hinten werfen. Alter. Ah. Das war auf jeden Fall Barsch, Alter. Volle Wurfdistanz aufgekommen, angekurbelt, direkt Biss. Das ärgert einen dann immer noch mehr. Dann habe ich lieber gar keinen Biss. Aber es scheint zu funktionieren, was wir vorhaben. Guck mal, letztes Jahr war hier noch ein Wehr. Das ist weg. Das ist ja uncool. Das haben sie weggebaut. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Eigene Blödheit. Ich wollte den Spot, weil er nicht so großflächig ist, hier nicht vorher schon abarbeiten. Hier war mal noch im letzten Jahr ein Wehr. Und ich dachte natürlich, das ist immer noch da. Bei Apple Karten und auch bei Google Maps sieht man es, glaube ich, immer noch. Wir stehen genau auf der Höhe, wo das Wehr war. Aber das ist leider zurückgebaut worden. Ist ja eine schöne Sache. Durchgängigkeit der Flüsse, der Fließgewässer, finde ich super. Aber ich gebe ganz offen und ehrlich zu, jetzt hätte ich mir hier schon gewünscht, dass es noch da wäre. Weil ich glaube, so ein Spot, wo man ein bisschen Strömung hat, da sind die Fangchancen dann doch etwas höher. Ich werde trotzdem mal ein paar Würfe machen, aber so richtig Vertrauen, gebe ich ehrlich zu, habe ich jetzt hier zu der Stelle natürlich nicht unter den Umständen. Ärgerlich. Und man lernt wieder ein bisschen was draus. Beim nächsten Mal dann lieber vielleicht doch wenigstens mal vorbeischauen vorher an so einer Stelle. Aber gut, auch sowas gehört mal dazu. Lot of bait fish in here, but they're chilling. Like, oh, doesn't matter. There's no predators here. Ja, nichts läuft. Das ist eine ganz zähe Nummer. Ey. Nee, Mann. Nee, hier hau mal ab. Da kommt nichts, Alter. Ja, müssen einfach dranbleiben. Achso, aber ich muss erstmal den Köder wechseln, weil mit dem Köder komme ich hier nicht weit. Wir müssen oberhalb vom Kraut fischen. Deswegen kommt hier jetzt ein leicht bebleiter Gummifisch drauf. Alles, was man hier jetzt an Drillingen angeln würde, das wäre sowieso tatsächlich fast nicht möglich hier zu fischen, weil es wirklich dichtes Kraut hat. Aber es gibt eine Schneise und da kann man tatsächlich den Gummifisch manchmal ein bisschen reinfallen lassen. Und das probieren wir jetzt mal. Also Leute, ich rig mir hier gerade noch meinen Trailerhook vom BKK. Jetzt geht es hier nochmal an der Brücke auf Hecht. Hier habe ich im Training Hecht und Zander gehabt. Hoffentlich klappt das jetzt. Ich brauche den Hecht heute, also der wird mir echt Sicherheit geben. Wir geben der Brücke jetzt so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Dann gehen wir auf die andere Seite, da ist nochmal eine Brücke, den probieren wir auch durch. Und da arbeiten wir uns jetzt kurz so durch das Brückenfeld durch. Und das klappt hoffentlich, und wenn nicht, dann müssen wir einfach noch mal ein bisschen Strecke machen hier. Das ist jetzt der Plan. Liebe YPC-Zuschauer, wenn ich ein Hecht wäre, dann würde ich mich jetzt hier hinstellen, in das schöne strömende Wasser. Also hier muss normalerweise ein Hecht stehen. Oh. Erstmal auf die andere Seite geworfen. Sehr stark. Ach komm. Ja, mach ich nochmal. Oh, nein! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Geil! 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 Oh, erster Wurf auf Kamakura-Wobbler. Das gibt's doch gar nicht. Was? Ach, es ist ein Rapfen. Ach, ein Rapfen. Hätte ich mal mit Topwater angefangen. Ja, geiler Beifang. Ich dachte erst, es ist ein Hecht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Aber trotzdem freue ich mich. Das ist ein richtig geiles Teil. Hätte ich mal mit Topwater angefangen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Da hätte ich den bestimmt auch damit gekriegt. Richtig schöner Rapfen. Leider
kriegt er mir keine Punkte, weil ich ihn auf ein Crankbait gefangen habe. Der Biss kam sogar eigentlich an der Oberfläche, also von daher, ich habe ihn jetzt so schnell eingekurbelt. Naja, was soll's. Ja, einige von euch fragen sich vielleicht, warum ich jetzt hier zum Gummifisch greife und nicht vielleicht zum Chatterbait oder zum Bladed Jig, wie auch immer man das nennen mag. Das mache ich aus folgendem Grund, weil ich den Gummifisch hier, wenn er leicht bebleit ist, viel, viel langsamer kurbeln kann, zupfen kann und der immer in den oberen Regionen bleibt. Den Chatterbait muss ich eigentlich stetig leiern, damit er seine Aktion entfaltet. Und die leichten Varianten, die dann in den oberen Wasserflächen laufen würden, weil hier ist das Kraut wirklich so dicht, da kommt man mit dem Chatterbait dann auch nicht mehr durch. Aber die leichteren Varianten werden dann dementsprechend eigentlich so, dass sie mir zu klein sind. Also ich möchte schon so ein bisschen Volumen, ein bisschen Druck haben und das erreiche ich hier mit dem 14er Pro Chat richtig, richtig gut. Und genau deswegen fische ich hier einen Gummifisch. Oh, der fette Zander. Boah, der ist schön. Boah, leck mich im Arsch. Nein. Jawohl. Boah. Oh, crazy, Mann. Ich hätte es natürlich gehofft, das war der Hecht, aber ey, richtig geiler Zander, Mann. Wir beschweren uns nicht. Der ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Liegt vorne an. 63. Ja, wunderschöner Zander. 63, sehr, sehr geiler Turnierfisch. Der bringt mir auf jeden Fall wieder ein paar Punkte. Sehr geil, der kommt schnell zurück. Wir brauchen den Hecht. Aber geiler Fisch, oder? Was sagt ihr? Ist drauf? Nice. Und jetzt brauchen wir aber echt den Hecht. Aber geil. Ich habe zwar noch nichts gefangen. Die Fische haben keinen Hunger. Ich mittlerweile schon. Meine Frau hat mir mein Essen jetzt zusammengepackt. Jetzt esse ich gleich erstmal ein Brot, ein paar Kirschen. Danke nochmal dafür. Und dann hoffen wir mal, dass noch ein Fisch kommt. Drück mir die Daumen. Ich brauch's echt. No. No. No, it's a fish. It's a perch. No, it's a pike. Oh, better than nothing. Yeah, I got it. Jawohl. Oh, 60. I don't believe it. So, da haben wir jetzt endlich den ersten. Ein kleiner Hecht, aber den schmeiße ich jetzt mal schnell rein. Vielleicht sind die gerade am Beißen. Oh, das tut so gut. Die erste Stelle hat gleich funktioniert. Ja, geil. Komm, schnell weitermachen. Unglaublich. Ich habe mich noch nie über ein 60er Hecht so gefreut wie über den jetzt gerade. Einfach nur geil. Ja, gekommen ist der Fisch. Das sind unsere neuen Chatterbaits von Bim Tackle. The Rolling Lion hieß er, glaube ich. Ich kann den Namen kaum aussprechen. Aber die Dinger laufen echt geil. So, ich mache weiter. Ja, nun bin ich echt ein bisschen zuversichtlicher, dass hier euch was geht. Weil die anderen Stellen, die wir da angetestet haben, ja, die waren eigentlich auch gut. Aber da kam nichts. Vielleicht kommen hier auch die dicken Barsche, die wir sonst mal gesehen haben. Wird schon. Sven kommt gestärkt aus der Mittagspause und damit sind jetzt immerhin alle Angler auf dem Board. Möglicherweise werden die Hechte jetzt ja doch aktiver. César jedenfalls hat Spot und Setup nun ebenfalls gewechselt. Now, okay, because the sander is getting really difficult, we are going for pike. This changing strategy every time. We have to think fast. So now in the polder, can be good for the pike. With swim baits, with live baits, I love it.
Es gibt Nachwuchs in der Flashvibe-Serie. 4 brandheiße neue JDM gehaltene Dekore. Und zwar einmal Purple Moon, Zombie Tench, Real Deal und Baby Perch. Eins kann ich euch sagen, die liefern richtig ab. Mir haben die Köder im Test schon richtig dicke Fische beschert. Überzeugt euch selbst, ab sofort im Fachhandel. Du interessierst dich für die gefischten Produkte aus dem YouTube Predator Cup und möchtest sie im Angelladen in die Hand nehmen? Dann mach dich auf zu deinem YPC Megastore. Im Raum Hannover, direkt an der A2, ist das Kochs Angelwelt. Auf über 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche findest du nicht nur ein Riesenangebot fürs Karpfen, Friedfisch, Forellen und Meeresangeln. Natürlich ist der Großteil der 25.000 Artikel im Laden dem Raubfischangeln gewidmet. Damit du die YPC Erfolgsprodukte besser findest, sind sie mit dem YPC-Logo für dich gekennzeichnet. Wenn du aus der Region kommst, freuen sich Inhaber Jens Koch und sein Team, dich schon bald beraten zu dürfen. Eine Übersicht über alle YPC Megastores findest du im Shopfinder auf LMAB. Also Sachen triggern mich ja schon, so Hindernisse im Wasser, so Bauwerke. Wer so meine Angelei so ein bisschen verfolgt, weiß eigentlich, dass ich sowas gerne mache. Generell dieses offene Flussangeln, Strecke machen, das ist so, ist echt sehr langweilig und zäh. Das hier ist nur eher mein Ding. Jo, auf Ansage. Boah, das ist wieder China. Boah, das ist richtig gut. Einfach auf Ansage. Okay. Nice. Also die Zander haben wir auf jeden Fall. Oh, krass. Okay, schauen wir mal schnell, ob der eine Verbesserung ist. Ich glaube es aber fast nicht. Ah, wohl. Könnte sein. 60,5. Oder? Ja. 61. Also die Zander geben halt richtig Gas. Wahnsinn. Geiler Fisch auf dem 14er Gummi. Die haben Bock heute. Geil. Geil, wie der einen Kamm aufstellt. Oh, das geil. Ja, ich habe jetzt auf die Zander-Jiggle ja umgestellt, weil es hier einfach unter den Brücken einfach ist wie mit der Baitcaster. Aber ich zeige euch die Route gleich mal, schaut's mal her. Also hier die Karat GTS 2 in 2,70 Meter bis 40 Gramm. Die ist wirklich super universell. Damit kann man Köpfe ab 3 Gramm wirklich kontrolliert werfen. Mega, mega geile Übertragung und eignet sich halt auch fürs Hechtfischen mit Chatterbaits oder mit Spinnerbaits, je nachdem. Und halt einfach auch so, ja, 14er, kann man auch mal einen 16er Gummi damit werfen. Richtig geile Route und jetzt hoffentlich der Hecht. Mit seinem 4. 60 Plus Zander holt sich Anton die Führung zurück. Enrico und er bleiben allein auf weiter Flur. Den anderen bleiben 2,5 Stunden, um den ersten Angeltag doch noch versöhnlich abzuschließen. Die Stellen, wo wir hin wollten, sind alle so ein bisschen besetzt. Jetzt gucken wir einfach mal, was wir noch für eine Option haben. Da ich den ganzen Morgen schon gar keinen Kontakt auf Barsch hatte, bin ich jetzt überlegen, hier in dem Gebiet noch einen Polder anzufahren, ein Poldergebiet. Und ich glaube, das machen wir auch. Weil zum nächsten Barschspot wären es 30 Minuten, da wir keine gute Erfahrung gemacht haben den ganzen Morgen. Und zum Hechtspot wären es 39 Minuten. Und der eigentlich ganz gut lief in der Vorbereitung. Machen wir das. Dass wir die letzte Stunde auf Hecht angeln können, das machen wir. Lassen wir keine Zeit verschwenden, wir fahren los. Bis gleich. Fisch. Jo, genau. Mal ein richtig satter Biss auf volle Distanz. Bam! Das nervt. Dann kommt der Biss und dann hängt er nicht. Verstehe ich echt nicht, dass ja nicht wenigstens mal ein Biss von einem Hecht kommt.
Ich werde den Spot verlassen. Er hat außer dem Rapfen, über den ich mich, auch wenn er keine Punkte gebracht hat, trotzdem sehr gefreut habe. War ein schöner, spektakulärer Biss auf jeden Fall und auch ein super Fisch. Aber ich hätte einen Hecht oder einen Barsch gebraucht. Zander ist ja nicht so wahrscheinlich. Deshalb nächster Spotwechsel. Keep up, keep on, spot hopping. Yeah, we are trying different polders. This one was too shallow, too many plants, difficult to fish. Yeah, difficult to fish with a swim bait. We saw nothing, some roach, that's it. Oh, hey. I want to say congrats to Anton because I saw he's catching really good. Man, what a job. Send me some sanders. We need some sanders, you know? Okay, go for the next one. Jo. Jetzt vertikal an der Wand eigentlich unterm Boot raus. Das ist wieder ein schöner Zander. Aber ich glaube, der bringt uns wahrscheinlich gar nichts mehr. Aber schauen wir mal schnell. Ich lande den jetzt auch mit der Hand. Ja, obwohl, vielleicht bringt er noch mal was, aber ich glaube nicht. Aber geil, Leute, es läuft. Auf Zander zumindest, aber geil, richtig geil. Macht natürlich mega Spaß, aber ich muss ja eigentlich weg, weil wenn nur die Zander beißen, ich brauche die andere Fischart. Schauen wir schnell. Ja, ist wieder ein 60er. Okay. Boah, so geil. Es ist natürlich mega geil, so schöne Zander zu fangen. Also ich habe jetzt ja mindestens jeder Fisch 60, glaube ich. Das ist natürlich ein Traum. Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Aber ich brauche halt einfach Hechte. Ich bin jetzt eh schon ein bisschen größer unterwegs hier. Da beißt eigentlich alles drauf. Bisschen nur die Zander. Aber ich glaube, wir bekommen hier schon nur irgendwo einen Hecht. Also die Fische sind zumindest aktiv. Die anderen Jungs haben auch schon 2, 3 Hechte gefangen. Also ich bin zuversichtlich, dass wir den hier bekommen. Wir müssen uns wahrscheinlich einfach durch die Zander durchangeln. Aber es gibt Schlimmeres. Durch die Zander durchangeln. Na, wenn die anderen das hören könnten. Jetzt hätte mal irgendwo mal ein Biss kommen müssen. Oder mal ein Nachläufer oder sowas. Ja, liebe Zuschauer, jetzt muss ich wirklich mal tief in mich gehen. Ich habe noch relativ genau 2 Stunden. In der WhatsApp-Gruppe habe ich gesehen, dass heute tatsächlich eine ganze Menge Zander gefangen wurden. Ich dagegen habe nur einen ganz kleinen gekriegt. Das würde eigentlich bedeuten, dass es sich jetzt noch mal vielleicht lohnen könnte, die letzten 2 Stunden auf Zander zu fischen. Dafür müsste ich ein bisschen fahren. Das kostet dann natürlich entsprechend wieder Fahrzeit. Kurz überlegen, dann treffe ich eine Entscheidung. Normal ist immer genau andersrum. Normalerweise sind die Zander die Zickigen. Aber heute haben die Hechte den Schnabel zu. Es ist echt verrückt. Es war im Training ganz anders. Der Zander war echt mein Angstfisch. Also ich wusste natürlich, dass es hier schöne Zander gibt. Ich habe im Training hier 1, 2 60er gefangen in der Region. Aber Hecht war eigentlich besser. Ja, das Schöne an so einem Großgewässer ist halt, dass man ja immer was zu tun hat. Ne? Also man ist immer unterwegs. Ich gehe jetzt immer die einzelnen Spots ab, suche mir mal im Schilf so eine kleine Schneise, wo ich dann reingehe, fächer dann den Bereich ab und hoffe, dass ich jetzt heute hier vielleicht noch einen Fisch finde, der aktiv ist und der beißen möchte. Oh, I had a bite. Ich hatte gerade einen Biss gehabt, ich glaube, das war ein Barsch. Wir sind nur einmal angetockt und dann, ja, ging er leider nicht. Aber wenn da einer ist und da vielleicht noch mehrere, vielleicht kriege ich den, ja. Das wäre echt traumhaft. Wenn ich heute noch einen Barsch kriegen würde, dann müsste ich morgen nicht an den See. Oh nein! Nein, da war ein schöner Biss. Fuck. Oh, direkt nach dem Auswerfen. Nein! Warum hat er nicht gehangen? Das war jetzt möglicherweise mein Hecht. Hast du gesehen? Scheiße! Da kam gerade einer hinterher. Jetzt habe ich doch tatsächlich hier vorne einen Nachläufer gehabt. Der kam aber wirklich direkt bis hier vorne zur Steinpackung. Einmal Smallmouth gemacht, kurz ins Spinnerbait angefasst und dann war er weg. Aber ganz so weit kann er noch nicht gekommen sein.
Tja, so ist Angeln. Man kann nicht jeden fangen. Bevor ich jetzt gehe, manchmal ist die einfachste Lösung die beste, mache ich noch mal den guten alten Spinner dran, einen Rodeo-Spinner. Den nehme ich sonst immer zum Forellenangeln sehr gerne. Jetzt soll er mir hier einen Barsch oder einen Hecht bringen. Ist eigentlich so ein klassischer Spot, wo man sowas machen kann. Wasser ist nicht sehr tief. Cashen wird echt spannend. Jetzt fangen wir erst mit dem Fisch. Dann reden wir über das Cashen. Wie gesagt, ich fische jetzt mit dem Real Vibe. Der müsste eigentlich schon online sein, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Ich meine, August kommt er raus. Das ist das neue Swimbait von LMLB. Und hat schon mega bewiesen, dass er fängig ist und immer wieder seine Fische bringt. Der Vorteil vom Real Vibe ist natürlich, ich kann den ultra langsam an so Hotspots vorbeiführen, wie so Serie-Rosenfelder jetzt. Steht Wasser auf der Stelle. Das Coole ist, wir haben jetzt hier eine rote Schwanzflosse dran. Du kannst aber den Splint hier rausmachen, den hier, und kannst den Schwanz wechseln. Ne? Der kommt, meine ich, mit zwei verschiedenfarbigen Schwanzflossen kommt der. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war noch August angedacht. Der Perfektionismus in der Produktentwicklung lässt den Real Vibe nun wohl eher erst im Oktober erscheinen. In jedem Fall könnt ihr euch auf den Köder freuen oder, wie sein mittlerweile abgewanderter Ursprungsdesigner sagen würde, Der ist es. Der ist es. Einigen von euch kommt die Stelle hier bestimmt bekannt vor. Hier habe ich letztes Jahr am YPC schon gefischt und auch einen schönen Barsch gefangen. Ich hätte nichts dagegen, wenn das jetzt wieder passiert. Ein Hecht wäre noch besser. Überhaupt erstmal noch irgendein Fisch. Hier scheint noch nicht so super viel geangelt worden zu sein. Es ist noch nicht ganz so ausgetreten. Das ist vielleicht ein gutes Zeichen. Ich schicke hier erstmal wieder den Kamakura-Wobbler durch. Da ging auch letztes Jahr der große Barsch drauf. Mal schauen, was passiert. There's no one at home today. Maybe, yeah, the fish took the day off. Like in the Netherlands today is holidays. Yeah, we'll try one more time. And then, yeah, it's the last stand for today. But, yeah, it's never stop casting, never stop, yeah. Fight till the last minute, right? Nein! Ich hatte gerade das Kraut freigeschlagen, was ich drin hatte. Und direkt nach dem Losschlagen hat es einmal reingeruckt, aber richtig. Oh, warum hängt der denn nicht? Kann doch nicht angehen. Oh, dieser Tag heute. Ich habe einen drauf. Jetzt hat es endlich geklappt. Ich habe einen Hecht drauf. Oh, komm her. Nicht ins Kraut. Irgendwo anders hin. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Fisch. Oh Gott, mir schlägt mir das Herz. Bitte, 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 bleib dran. Nein, er ist mir ausgestiegen. Oh, Mann. Das gibt's gar nicht. Tu mal das Mikro wieder ran. Der muss ziemlich knapp gesessen haben. Das Angeln. Ich ärgere mich jetzt, aber das ist nicht der letzte und nicht der erste Fisch, den ich in meinem Leben verloren habe. Aber guck mal, ich zitter ganz schön. Na klar nimmt einen das mit, ne? Ja, egal, weiter geht's. Stunde habe ich noch, ich fange noch einen, versprochen. Oh jawohl, Junge. Endlich. Nochmal Fisch. 71. Schöner 71er Pike. So, Fisch ist weg. Ja, hier seht ihr unsere neuen Handschuhe. Ne? Ganz praktisch bei den Fischen, wenn die keine gute Laune haben, kann man die ruhig mal nutzen. So, wir haben die ganze Zeit ein bisschen
Gewässer gesucht mit ein bisschen Bewegung. Ihr seht das hier. Ne, da drückt hier ein anderer Polder in den größeren und verteilt sich dann nach rechts und nach links. Das ist immer ein Indiz dafür, dass da auf jeden Fall ein Hecht stehen muss. Ne? Wir befinden uns jetzt in der letzten Stunde. Ich brauche unbedingt einen Hecht. Deswegen mache ich jetzt an dem Gewässer einfach Strecke. Alle 30, 40 Meter kurz zwischen Schilf abfächern. Jetzt wieder mit der Maus. Irgendwie bekomme ich keine Reaktion. Also es ist momentan bei den Hechten ein bisschen der Wurm drin. Kevin hat gerade einen gefangen. Petri dazu. So einen Sitzker, den brauche ich jetzt auch. Also wir geben weiter Gas. So, ja, auf den ganzen Streckenverlauf hier ist jetzt leider nichts mehr gekommen. Ich hatte 2 Bisse gehabt, die leider nicht hängen geblieben sind. Ja, jetzt werden wir uns nochmal zum Hafen, die Einfahrt da nochmal hocharbeiten. Da, wo der Hecht kam, dann rechts runter. Vielleicht kommt da noch eine Stunde habe ich noch. Ja, drückt mir echt die Daumen, dass ich noch was kriege. Ich bin echt ein bisschen geknickt, aber es geht weiter. Ihr wollt euch mit den YPC Stars messen? Dann habe ich hier genau das Richtige für euch. Die YPC Measurement. Neues Design, altbewährte Qualität, ein stabiler Acrylwinkel zum Anlegen der Fische. Wir haben hier oben einen kleinen Karabiner, damit das Ganze auch bei euch an der Angeltasche oder am Rucksack gut befestigt werden kann. Ihr habt hier unten eine Abschlussleiste, damit das Ganze beim Messen auch nicht wegfliegt. Ansonsten eine schöne, robuste LKW-Plane mit den YPC Mindestmaßen und natürlich auch mit den YPC Rekorden. Viel Spaß am Wasser, macht die Profis mal ordentlich nass. Hi Leute, heiße News aus dem Hause LMAB. Es gibt eine neue verbesserte Schnur und zwar die O-Line Evo. Verbesserte japanische Fasern, was die Schnur robuster, geschmeidiger und abtrittfester machen. Diese 8-fach geflochtene kennt ihr bereits aus dem Fachhandel, aus dem Spulservice. Die bleibt natürlich bestehen. Was neu dazu kommt im Sortiment ist einmal eine 4-fach geflochtene Schnur. Perfekt für Baitcaster oder Sparfüchse unter euch. Und mein persönliches Highlight und von euch sehr viel nachgefragt, deswegen haben wir das natürlich gemacht. Endlich im Fachhandel auf 150 Meter Spulen zum Zuhause selber bespulen. Im Durchmesser 0,05 bis 0,37, das heißt vom Ultraleitangeln für Forelle und Barsch bis hin zum schweren Hechtangeln oder Wallerangeln. Jetzt alles dabei. Mich hat die Schnur im Test schon super überzeugt und jetzt seid ihr dran. Ich habe kurz überlegt, nochmal an den Spot von heute Morgen zu fahren. Eben in der Hoffnung, da vielleicht noch einen größeren Hecht zu fangen und vielleicht auch noch einen größeren Zander. Allerdings habe ich mir das jetzt irgendwie abgeschminkt, weil ich gedacht habe, nee, jetzt nochmal 40, 50 Minuten im Auto sitzen macht überhaupt keinen Sinn. Ja, bis 16 Uhr jetzt noch eine knappe Stunde oder eine gute Stunde, ich weiß es nicht ganz genau. Hab einen Salmo-Slider drauf, kurbel den einfach stumpf ein. Der hat eine Side-to-Side-Action mit der Spinnrute, überhaupt gar kein Problem. Kann man hervorragend mit der Spinning führen. Top-Köder, ganz natürliches Dekor, so eine Real Roach. Weil das Wasser ist extremst klar. Und das war's. Gucken wir, dass wir da einen Biss drauf kriegen, weil ich glaube, dass wenn wir hier drauf einen Biss bekommen und der nicht so ganz ufernah kommt, dann ist es auf jeden Fall ein stabiler Fisch. Ja, wie witzig das Leben einem manchmal in die Karten spielt. Jetzt haben wir eben 2 Radfahrer angehalten, Mann und Frau. Und die haben mir tatsächlich einen kleinen Farbtipp gegeben, weil die hier auch gefischt haben. Also ihn kannte ich, das ist auch schon jemand, der sehr lange in Holland vom Boot fischt. Er hat mir gesagt, knalliger fischen, weil die Fische gestern waren alle auf richtig knallige Farben. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe nach wie vor den Slider drauf, aber in dem UV, also UV-aktiven Perch-Dekor. Und jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht einen Biss kriegen. Oder einen Fisch. Da war er. Nachläufer. Ey, Wahnsinn, ne? Erster Wurf mit dem Köder. Gleich einen Nachläufer gehabt. Kein riesengroßer Fisch, aber Fisch. Der hätte doch ruhig mal packen können, ey. Oh. Einmal ein bisschen langsamer geführt, gleich einen Tick gekriegt. Aber kein Tock, nur ein Tick. Komm. So, Leute. Das ist das, was wir brauchen. Genau das.
Hechtkraut. Herrlich. Erste Abnutzungserscheinungen bei Enrico. Bei Sven herrscht inzwischen Fatalismus. Im Training haben wir uns das hier gar nicht angeguckt. Aber dadurch, dass da hinten jetzt überall nichts kam, ja, probiere es hier jetzt einfach nochmal. Vielleicht kommt hier ein Hecht. Manchmal sind die Hafeneinfahrten ja nicht schlecht. Und dann hoffe ich, ja, setze ich alles auf den zweiten Tag. Die anderen haben jetzt außer Anton, der hat natürlich die Zander richtig abgeräumt. Die anderen haben jetzt auch nicht so viel gefangen. Also es ist noch alles drin. Ein Sahnetag und man kommt eine Runde weiter. Immer optimistisch bleiben. Es wird schon. Tja, lohnt sich noch mal den Spot zu wechseln? Ich gucke mal, ob hier noch irgendwas in der Nähe ist, wo ich sagen würde, das könnte es bringen. Ah nee, wir bleiben hier bis zum Schluss. Vielleicht geht irgendwas. Also lieber habe ich den Köder im Wasser, als jetzt noch mal irgendwo im Auto zu sitzen und zu fahren. Fisch. Ausgestiegen. Kann doch nicht sein, dass die nicht hängen bleiben mit 2 riesen Drillinge auf dem Teil. Vorhin auf dem Gummifisch mit der Distanz, okay. Aber 2 Fische jetzt mit den 3 großen Drillingen, meine Güte, ey. Kann doch nicht wahr sein. Und aus der Luft sah der nicht schlecht aus. Bitter. César nimmt derweil ein letztes Mal Anlauf. Alright guys, alright. So last spot for today. This is getting tougher than I expected, 100%. Like the plans didn't work out. So yeah, one more chance to the sander because I need a couple more of sanders here would be awesome. But yeah, be down to earth. One sander and we will be happy. All right. So yeah, keep trying. Here I got really nice fishing. So yeah, but today, hey, in every spot I got really nice fishing today. Like, so wow. Wish me luck. Last spot. Und dann ist der Auslauf eigentlich immer besser, ne? Wir führen den mal gerade am Schilf entlang hier. Und dann gehen wir auf die andere Seite, weil das Wasser nämlich dort rausdrückt und das erfahrungsgemäß immer besser als der Einlauf von der Brücke. Ich wechsle jetzt noch mal auf einen kleinen Gummifisch. Vielleicht funktioniert das ja noch. Und dann ist die Zeit rum. Dann müssen wir das alles am zweiten Tag regeln. Ja, endlich regnet es jetzt nicht mehr. Wirklich lange haben wir nicht mehr zu angeln. Knapp eine halbe Stunde noch. Hier vorne war gerade ein Biss. Hier vorne hat mir gerade eingepackt. Fehlbiss. Hier vor der Steinpackung. Hat er wieder gepackt, direkt vor die Füße. Ja, heute soll es einfach nicht mein Tag sein. Das gibt es manchmal beim Angeln. Da gelingt einem irgendwie alles, was man macht, nicht so wirklich. Aber ich will natürlich nicht jammern, denn noch ist das Turnier nicht zu Ende. Bis zum letzten Wurf habe ich immer eine Chance. Ja, ich glaube, ich wechsle noch mal schnell den Köder. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, noch nicht zu Ende. Ich bleibe dran und gebe natürlich mein Bestes. Jetzt ist er drauf. Ja. Ja! Ja! Wow! Puh, das war jetzt richtig krass. Ich hatte den erst als Nachläufer. Ich erzähle gleich weiter. Ich messe ganz schnell. Ich bin noch ein bisschen auf Adrenalin. Es geht gleich weiter. Ich messe ratzfatz. Okay? Fabi hat einen Fisch. Fabi hat einen Fisch. Ich freue mich. Oh, ist das cool. Oh, so, 59. Das ist er. Mein Hecht, den ich jetzt unbedingt fangen wollte. Da ist er. Wow, ich freue mich riesig und ich zeige dir gleich nochmal, auf welchen Köder ich den gefangen habe, aber der geht schnell zurück. So, das ist er. Yeah! Geil! Ich habe den doch noch gekriegt. Ich habe den auch noch gekriegt. Ich habe immer dran geglaubt und wenn man dran glaubt, werden vielleicht auch Träume wahr. Also, wenn mit 59er Hechten Träume wahr werden, weiß man, was das für ein Tag gewesen sein muss. Trotzdem ist Fabis zweiter Zielfisch potenziell viel wert. Und selbst wenn quasi gar nichts läuft, bewahrheitet sich einmal mehr, Spinner geht immer.
Das ist der Köder, auf den ich den Fisch gefangen habe. Das ist ein uralter Köder. Da hat wahrscheinlich schon mein Opa Otto mitgeangelt. Das ist der DAM FZ-Blinker. Das ist ein klassischer Spinner. Und hier vorne ist so ein großes Blatt dran. Es ist wichtig, umso größer und umso dicker das Blatt ist, desto mehr Druck macht der Köder im Wasser. Lange, dünne Spinnerblätter sind eher für Fließgewässer. Und hier ist so eine große, auffällige Tube. Und ich habe den Köder gewählt, weil er den Beißpunkt ganz hinten hat. Ich hatte jetzt ein paar Fehlbisse gehabt. Die Fische haben einfach nur hinten ganz kurz auf den Köder gebissen. Und hier hinten ist der Drilling, der letzte Punkt. Und deswegen habe ich meinen Fisch wahrscheinlich gehakt. Na, auf diesen FZ-Spinner. Der macht ordentlich Krawall unter Wasser. Und die Hechte stehen da drauf, auch nach so vielen Jahren. Ich habe jetzt nochmal auf den Easy Shiner gewechselt. Einen ganz leichten Bleikopf. Vielleicht hier sind ab und zu so kleine Krautfelder. Vielleicht lässt sich in den letzten Minuten hier noch einer überreden. Vielleicht klappt's. Ja, wir gucken einfach nochmal weiter. Schon wieder einen Nachläufer gehabt. Ich nehme nochmal die natürliche Farbe. Wenn die so spooky sind, kann ich überlegen mal, wie viel also ich weiß nicht, wie viele Fische das jetzt waren am Ende, aber 5 hier auf der Strecke. 4, 5. Weil sehen tun sie den trotzdem. Das Wasser ist glasklar. Vielleicht nehmen sie den natürlich ein bisschen schneller, ein bisschen aggressiver. Jetzt geben wir den Fischen noch ein bisschen Druck, die letzte halbe Stunde. Dazu nehmen wir den Multi-Vibe, hier, in der Farbe Ayu, gepaart mit dem Extra-Vibe. Das sind die 2 Spinnerblätter. Und getrailert mit der Gold Edition. Und da machen wir jetzt noch einen Trailer-Hook drauf, weil wir sicher sein wollen, weil wir im Turnier sind, dass der Fisch auch hängen bleibt. Weil das Wasser doch ein bisschen was braun geworden ist hier rüber. Nehmen wir jetzt etwas, was sehr viel Druck erzeugt, um die Hechte, die nicht in unmittelbarer Nähe vom Köder sind, auf uns aufmerksam zu machen. Der ist hier. Kein Witz jetzt. Hier war gerade wieder ein Biss gewesen. Auf jeden Fall Fisch. Fehlbiss. Kein Witz, ich habe wirklich Fehlbiss gehabt. Das gibt's doch nicht. Warum sitzen die denn nicht? Warum beißen die so spitz? Ist weg. Nein, das war der Hecht. Ah, Scheiße. Oh, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Es war ein Zander. Das war einfach ein fetter Zander. Oder? Boah, das war ein stabiler Fisch. Eieiei. Oh, die Pumpe, ey. Keine Ahnung, ob es ein Hecht oder ein Zander war. Es sind auf jeden Fall, ja, ein paar Löcher drin. Hätte ich den Fisch gern gesehen. Ein passendes Ende für diese Folge, auch wenn Anton den Fehlbiss sicher am besten verkraftet. Wir gehen in die Feedback-Runde. Ja, liebe Zuschauer, ich wollte ja eigentlich nicht so negativ drauf sein, aber nach dem Nachmittag bin ich jetzt doch ein wenig enttäuscht. Klar, der Tag war jetzt keine absolute Vollkatastrophe für mich, aber 3 Fische und noch dazu eher in kleinen Größen. Das ist natürlich kein Ruhmesblatt und das wird auch nicht reichen, um weiterzukommen. Der Tag ist am Ende des Tages ja doch ganz gut noch gelaufen. Ich bin zufrieden. Vielleicht wäre ein bisschen mehr drin gewesen, wenn ich den einen Biss gekriegt hätte. Aber so ist Angeln, wir können nicht alle fangen. Ja, was wollen wir dann machen? Wir machen beim nächsten Mal einfach ein bisschen weiter. Und ja, die Zone 2 ist einfach, ja, da haben wir die besseren Fische gefangen, nicht unbedingt mehr. In dem Sinne, drückt mir am zweiten Angeltag unbedingt die Daumen. Da muss es besser werden und da wird es auch besser natürlich. Auch an euch ganz, ganz großen Dank fürs Zusehen, fürs Daumendrücken, fürs Unterstützen, fürs vielleicht sogar auf mich setzen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Episode YPC. Ciao.
Und damit beschließen wir diesen zähen Nachmittag. Anton führt dank 4 starker Zander. Der fehlende Hecht könnte ihm dafür aber noch auf die Füße fallen. Enrico ist in der Hinsicht besser aufgestellt, hat aber genau wie Veit, Kevin und Fabi ausschließlich schlagbare Fische auf dem Board. Die Schlussgruppe bilden César und Sven. Wenn man das überschaubare Gesamtresultat aber positiv auslegt, können wir konstatieren: vor dem zweiten Wettkampftag ist hier wirklich alles offen. Bevor es in Gruppe C ans Eingemachte geht, ist nächste Woche Gruppe D dran. Mit dabei Ilex Zugpferd Mark Patschowski, Bronzemedaillengewinner Luis Mendez für Monkey Lures, Max Guder von Savage Gear, Alexander Wils für Rapala, Christina Meldau für Duo, Alex Schmidt für Neuke und zu guter Letzt Marius Schepp, der als zweiter Starter für Westin antritt. Nach den letzten beiden Episoden erwarten wir zwar nicht unbedingt ein Fangspektakel, umso spannender dürfte es aber werden, ob und vor allem wie die Profis sich auf die herausfordernden Bedingungen einzustellen wissen. Seid am nächsten Sonntag ab 18 Uhr dabei, lasst uns einen Kommentar da und falls auch bei euch mal so gar nichts beißt, wir haben euch eine kleine Spinnerauswahl in der Videobeschreibung verlinkt. Macht's gut und ciao!